Hallo zusammen. Heute sprechen wir über das isolierteste und geheimste Land der Welt, Nordkorea. Wie ist es entstanden und warum steht es in Feindschaft mit Südkorea? Woher kamen die Führer der DVRK? Was ist ein Vergnügungsbataillon? Und vieles mehr. Auf die Plätze, fertig, los. Warum ist Korea in Nord- und Südkorea geteilt? Bis 1945 war Korea eine Kolonie Japans. Nach dem Sieg der Alliierten im Zweiten Weltkrieg über die japanischen Samurai wurde das Gebiet Koreas nördlich des 38. Breitengrades in 2 Lager aufgeteilt. Der Norden stand unter der Kontrolle der Sowjetunion, der Süden unter der Kontrolle der USA. Im Jahr 1948 wurden 2 Regierungen gebildet. Eine pro-sowjetische im Norden und, wie Sie sich vielleicht denken können, eine pro-amerikanische im Süden. Und dann ging es los. Die Herrschaft über ganz Korea wurde zu einer verlockenden Idee für beide Seiten der Koreaner. Dieser Kampf dauert bis heute an. Der Enkel des Führers ist ebenfalls ein Führer. Der Gründungsvater Nordkoreas war Kim Il-sung. Danach ging die Macht in die Hände seines Sohnes Kim Jong-il über. Nach dessen Tod übernahm der junge, ehrgeizige Enkel des berühmten Großvaters, Kim Jong-un, das Banner der obersten Führung der Republik. Glauben Sie nicht, dass ein junger Mann ein Führer sein kann? Hier sind einige seiner Titel. Oberster Führer der DVRK. Führer der Partei, der Armee und des Volkes und gleichzeitig Marschall der DVRK, der neue Stern, der glänzende Genosse, das Genie unter den Genies in der Militärstrategie. Er ist es, der dieses erstaunliche Land derzeit anführt. Kim Jong-uns Sicherheitsdienst gehört zu den größten der Welt. Täglich wird der Führer von mehreren hundert bis an die Zähne bewaffneten und noch etwas mehr Leibwächtern geschützt. Seine persönliche Garde umfasst etwa 25.000 Personen. Der Dienst dort ist nicht nur prestigeträchtig, sondern auch lukrativ. Jeder Leibwächter erhält seine eigene Wohnung und eine Lebensmittelration. Nicht jeder Koreaner kann Leibwächter des großen Führers werden. Die Auswahl ist äußerst hart. Wer sind die laufenden Leibwächter? Hinter den Limousinen von Kim Jong-un laufen sehr elegant Leibwächter. Sie sind zu einem Markenzeichen des koreanischen Führers geworden. Erstmals wurde über die laufenden Leibwächter nach Kims Besuch in Singapur gesprochen. Fernsehsender weltweit zeigten, wie eine Gruppe von einem Dutzend Männern in schwarzen Anzügen den Mercedes des koreanischen Führers begleitete. Dies ist die vorderste Verteidigungslinie Kims. Sie überwachen die Umgebung des Führers und schützen ihn direkt. Alle Mitglieder der ersten Schutzreihe sind etwa gleich groß wie der Führer, haben scharfe Augen, sind in präzisem Schießen geschult und beherrschen Kampfkünste. Sie sind die einzigen Menschen, die mit Waffen in der Nähe von Kim sein dürfen. Die Leibwächter tragen dunkle Anzüge mit Krawatten und Ohrhörern. Allerdings müssen sie nicht ständig neben dem Auto laufen. Der Schutz begleitet die Limousine nur bis zum Autokonvoi. Zweifelst du am Führer? Hier hast du eine Granate. Gerüchten zufolge befahl er 2013 die Hinrichtung seines Onkels wegen Korruption und eines ausschweifenden Lebensstils. Ein Jahr später wurde seine Frau denselben Vorwürfen ausgesetzt. Im Jahr 2015 wurde der Verteidigungsminister der DVRK mit einer Flugabwehrkanone hingerichtet. Der Grund: er war bei einem Meeting eingeschlafen. In einem Albtraum würde man nicht einmal davon träumen, bei einem Meeting einzuschlafen. Während seiner Herrschaft, so unbestätigte Berichte, hat er etwa 25 hochrangige Mitglieder der Regierung und des Militärs hinrichten lassen. Die Armee Nordkoreas ist eine der größten der Welt. Dort dienen mehr als 1,3 Millionen Menschen. Das ist die 5. größte Armee der Welt. Und das bei einer Bevölkerung von 25 Millionen Menschen. In der Reserve stehen noch etwa 5,6 Millionen Menschen. Die DVRK gibt riesige Summen für die Armee aus. Nordkorea hat eine U-Boot-Flotte mit ballistischen Raketen, mächtige Artillerie und Atomwaffen. Südkorea hat nichts Vergleichbares. Am wahrscheinlichsten ist es, dass die USA gerade wegen der nuklearen Fähigkeiten der DVRK bisher nicht angegriffen haben. Ein Vergeltungsschlag von nordkoreanischem Territorium könnte die nächsten Verbündeten Amerikas in der Region in Staub verwandeln. Südkorea und Japan sind täglich in einem Zustand der Anspannung aufgrund dieses Nachbarn. Hackergruppe Lazarus. Man sagt, die schlimmsten Cyberangriffe der letzten Jahre seien das Werk Pho, in Kim Jong-uns persönlicher Cyberguard. Diese Leute, so heißt es, dienen im Aufklärungsbüro des Generalstabs der koreanischen Volksarmee. Ihnen sind alle Computerverbrechen erlaubt. Es ist möglich, dass Hackergruppen Geld in das Budget der DVRK abführen. Ihnen wurde Schutz, jegliche technische Hilfe und Sicherheit versprochen. Im Jahr 2020 sollen sie angeblich mindestens $300 Millionen von Konten ausländischer Banken gestohlen haben.
Dieses Geld wurde zur Finanzierung der Entwicklung von Atomwaffen und ballistischen Raketen verwendet. Aber das ist nicht sicher. Sie haben indische Kernkraftwerke, südkoreanische Industrieunternehmen, den amerikanischen Boeing-Konzern, den schwedischen Volvo-Konzern, Sony Pictures, Garmin sowie Kryptowährungsbörsen und FBI-Büros gehackt. Die Fahrzeugflotte des großen Führers Kim Jong-un, wie sein Großvater und sein Vater, liebt Landfahrzeuge sehr. Aus Angst vor einem Attentat fährt er zu Verhandlungen fast immer auf dem Landweg und verlässt fast nie das Land. Laut unbestätigten Berichten wurde für ihn in einem Mercedes-Benz-Werk eine spezielle Version des gepanzerten Pullman-Fahrzeugs angefertigt. In seiner geheimen Garage befinden sich möglicherweise 12 exklusive Supersportwagen, darunter ein Chevrolet Camaro, ein Dodge Viper und teure Ferrari-Modelle. Allerdings werden die Schlüssel zu Kim Jong-uns Garage genauso streng bewacht wie ein Atomwaffenlager. Es ist noch keinem James Bond gelungen, auch nur ein Auto aus dieser Sammlung zu fotografieren. Daimler weiß von nichts. Der Pressesprecher von Daimler weiß nichts über Mercedes-Fahrzeuge in Kims Garage und wie sie dorthin gelangt sein könnten. Sanktionen eben. Er denkt, dass der Führer auf gebrauchten Mercedes fährt. Amerikanische Journalisten behaupten, dass die Autos in Containern von Rotterdam nach Dalian in China, dann nach Osaka in Japan, weiter nach Busan in Korea und von dort nach Nachotka in Russland gebracht wurden. Danach wurden die Autos nach Wladiwostok gebracht, von wo aus sie mit Il-76 Flugzeugen der Fluggesellschaft Air Koryo ausgeflogen wurden. Auch eine Lada Priora in der geheimen Garage. Einmal inspizierte Kim das Militär auf dem Rücksitz eines grünen russischen Lada Priora. Avtovaz verkauft Autos in die DVRK. Deshalb sieht man diese Autos auf Fotos aus dem Land recht häufig. Die Fahrzeuge wurden hauptsächlich dem Militär zur Verfügung gestellt, aber am Steuer sitzen nicht immer Männer in Uniform. Was kann besser sein als ein Auto? Natürlich ein gepanzerter Zug. Das geheimste Objekt des DVRK-Führers während seiner Reisen ist der gepanzerte Zug. Das ist dieser grüne mit dem gelben Streifen. Erinnern Sie sich? Jeder Waggon ist besonders. Es gibt ein Kraftwerk zur Autonomie, mehrere Wohnabteile, eine Küche, ein Restaurant, Waggons für die Wache, sogar eine Garage. Und all das ist Staatsgeheimnis. In welchem Waggon sich der Führer befindet, weiß nur Kim allein. In Wladiwostok stieg Kim Jong-un aus dem 4. Waggon aus, dem am stärksten gepanzerten. Die Dicke der Fenster beträgt etwa 5 cm, nicht weniger. Es gibt auch starken Schutz vor Abhörversuchen. Und ein solches Monstrum, absolut hermetisch, mit einem geschlossenen Belüftungssystem, könnte im Prinzip sogar einem Atomschlag standhalten. Interessant ist, dass 20 Minuten vor Zug Nummer 1 ein Aufklärungszug vorausfährt, der den Zustand der Strecke überprüft. Hinten gibt es auch einen Zug zur Deckung. Im Zug reisen zusammen mit dem Führer sein Limousinenwagen, Minister, Protokolldienste, Journalisten und das Servicepersonal. In Russland fuhr der gepanzerte Zug zweimal über die Gleise, umrundete den fernen Osten und war sogar in Moskau. Hat der Herrscher der DVRK, Demokratische Volksrepublik Korea, ein Flugzeug? Natürlich hat er eines. Ein hervorragendes Flugzeug Nummer 1, das selbst der Präsident der USA nicht hat. Ein äußerst zuverlässiger sowjetischer Il-62 in einer super exklusiven Ausführung. Der Regierungs-Il-62 wurde 1985 gebaut und hat die Kim-Familie bedient. Auch heute tut er das zuverlässig. Übrigens, seine Il-62 ist das älteste Flugzeug Nummer 1 aller Staatsführer weltweit. Er fliegt nicht oft, aber wenn, dann sehr stilvoll. Hat Kim Jong-un einen Basketball? Natürlich. Er ist ein leidenschaftlicher Basketball-Fan. Wissen Sie, wer sein Freund ist? NBA-Star Dennis Rodman. Er hat den nordkoreanischen Führer persönlich besucht und ist auch auf seinem mächtigen Schiff mit ihm gesegelt. Zusammen fuhren sie mit einer riesigen Yacht zu einer geheimnisvollen Insel, die dem nordkoreanischen Führer gehört. Nur wenige dürfen sie sehen, und wer sie gesehen hat, kann sie nicht vergessen. Natürlich ist der Standort der Insel streng geheim. Dennis beschrieb seinen einwöchigen Aufenthalt dort als eine 7-Sterne-Party. Ein luxuriöses Resort mit vollständiger Infrastruktur, geschaffen für nur eine Person. Na gut, eigentlich 2. Genug über das Leben des Landesführers geredet, reden wir über sein Volk. Sauberkeit und Ordnung auf den Straßen der Städte sind selbstverständlich. Das Hauptverkehrsmittel ist das Fahrrad. Nordkoreaner sind in der Regel schlank und fit. Zurzeit versorgt sich das Land selbst mit Lebensmitteln. Kleidung wird hauptsächlich lokal hergestellt. Männer tragen gerne einen hochgeschlossenen Kittel, während Frauen leuchtend bunte Kleider bevorzugen. Egal welchen Stil ein Bürger des sozialistischen Koreas bevorzugt, er ist immer ordentlich und gepflegt. Die Landschaft des Landes ist ebenso gepflegt.
Sorgfältig angelegte Terrassen mit Reisfeldern sind ein faszinierender Anblick. Erinnern Sie sich an das sowjetische Denkmal Arbeiter- und Kolchosbäuerin? Die Koreaner haben etwas Ähnliches. Allerdings hat sich ein Intellektueller mit erhobener Hand dazugesellt. In seiner Hand hält er einen Pinsel zum Schreiben von Schriftzeichen. Die Einbeziehung dieser sozialen Schicht in die treibenden Kräfte der Revolution war eine Neuerung von Kim Il-sung, dem Großvater von Kim Jong-un. Und außerdem liebt man hier sowjetische Filme. Nirgendwo auf der Welt laufen so viele Filme aus der Sowjetunion im Fernsehen wie in Nordkorea. Die sowjetische Klassik regiert. Also dranbleiben. Wem seine besten Jahre widmen? Natürlich Nordkorea. Eine 6-Tage-Woche. Und das Privatleben eines Menschen sind keine reine Privatsache. Frühe Ehen werden nicht gerne gesehen. Heiraten sollte man zwischen 28 und 30 Jahren und verheiratet wird man am besten zwischen 25 und 28 Jahren. Bevor man den heimischen Herd entfacht, sollte man seine besten Jahre dem Land und der Gesellschaft widmen. Das gilt nicht nur für den Militärdienst, sondern auch für die berufliche Selbstverwirklichung. Trump hat gesprochen, die Koreaner haben gehandelt. Erinnern Sie sich an die berühmte Rede von Donald Trump über die Notwendigkeit, die DVRK zu zerstören? Die Koreaner erinnern sich genau. Sie hörten zu und fast 5 Millionen meldeten sich freiwillig für die Armee, darunter 1,5 Millionen Frauen. Was für ein starker Geist. Und dazu kommt noch das Atomprogramm. Selbst dem ehrgeizigen Onkel Trump verging die Lust, die DVRK anzugreifen. Hat die DVRK überhaupt Freunde? Viele Länder unterstützen Nordkorea offen und noch mehr Länder tun dies heimlich. In den Museen der DVRK gibt es viele Geschenke aus Ländern wie China, Russland, Syrien, Saudi-Arabien und anderen. Die Demokratische Volksrepublik Korea unterhält diplomatische Beziehungen zu 161 Staaten. Hätten Sie das gedacht? Wer hat die geheimnisvollsten Medien auf dem Planeten? Natürlich die DVRK. Ein mächtiges System, um ihre Gedanken der ganzen Welt mitzuteilen. Der Radiosender Stimme Koreas sendet auf Kurzwellen, Mittelwellen und über Satellit in 8 Fremdsprachen, darunter auch Russisch. Beeindruckend, oder? Innerhalb des Landes ist es streng verboten, ausländische Sender zu hören. Das wird mit Gefängnis bestraft. Erlaubt sind nur Radiogeräte mit fest eingestellten Frequenzen auf die Sender der DVRK. Das Fernsehen sendet auf 4 Kanälen. Fernsehgeräte müssen registriert werden. Frequenzeinstellungen werden blockiert und die Bedienelemente versiegelt. Das Internet ist derzeit verboten, aber es gibt ein internes Pendant ohne Zugang zum globalen Netzwerk. Es werden auch 2 Zeitungen in englischer und französischer Sprache gedruckt, zusätzlich zur offiziellen koreanischen Ausgabe. Fluchten aus Nordkorea. Warum fliehen Menschen? Aus verschiedenen Gründen. Manche fliehen vor dem Regime, andere suchen ein neues Leben, wieder andere entkommen einer Bestrafung für begangene Verbrechen. Auch Verräter fliehen. Wohin? Hauptsächlich nach Südkorea. Bis 1993 galt in Südkorea ein Gesetz, das jedem Flüchtling eine großzügige finanzielle Unterstützung zusicherte. Und diejenigen, die besonders wertvolle Informationen für die Geheimdienste lieferten, erhielten eine beträchtliche Belohnung. Die Höhe der Auszahlung war an den Goldpreis gekoppelt. Einigen Flüchtlingen wurden Wohnungen und die Möglichkeit einer Hochschulausbildung zur Verfügung gestellt. Militärs konnten in ihrem alten Rang weiter dienen. Einige Flüchtlinge bekamen sogar einen Leibwächter. Fluchten nach Nordkorea. Ja, Sie haben richtig gehört. Es gibt auch Menschen, die in die andere Richtung fliehen. Unter den Liebhabern nächtlicher Fluchten sind sowohl Nord- als auch Südkoreaner. Warum kehren Nordkoreaner in ihre Heimat zurück? Es gibt 3 Hauptgründe. Der erste: Mitarbeiter der nordkoreanischen Geheimdienste müssen nach Erfüllung ihrer Mission zurückkehren. Das ist verständlich. Der zweite und wahrscheinlich der wichtigste Grund: Ein erheblicher Teil der Flüchtlinge kann mit den Problemen und der Diskriminierung im neuen Land nicht umgehen. Der dritte: Einfache Kriminelle fliehen vor Bestrafung. Bekannte südkoreanische Überläufer. Ein Offizier der südkoreanischen Armee, Kang Tae-moo, wechselte mit seiner Einheit Ende der 1940er Jahre auf die Nordseite und brachte es in der DVRK bis zum Generalleutnant. Ein Professor für Philosophie an der Pusan-Universität, Yoon No-bin, floh 1948 ebenfalls in den Norden. Zu den bekanntesten Überläufern der 1970er und 1980er Jahre zählen Choe Tok-sin und Choe Hong-hui. Der ehemalige Außenminister Südkoreas, Choe Tok-sin, emigrierte 1986 in den Norden. Sein Sohn beschloss kürzlich ebenfalls, sich im Norden niederzulassen. Das geschah bereits unter der Herrschaft von Kim Jong-un. Generalmajor der südkoreanischen Armee, Choe Hong-hui, einer der Gründer der koreanischen Kampfsportart Taekwondo, zog ebenfalls einst in den Norden.
Ein Beamter des südkoreanischen Ministeriums für maritime Angelegenheiten, Herr Lee, dessen jüngster Tod bei einem Grenzvorfall die Welt erschütterte, versuchte in die DVRK zu fliehen. In seiner Heimat hatte er enorme Schulden angehäuft, die er nicht begleichen konnte. Dazu kam eine Scheidung. Vielleicht war das der Grund für seine Flucht. Der großmütige Kim verzeiht. In den letzten Jahren zeigte sich die nordkoreanische Regierung gegenüber ihren zurückkehrenden Überläufern recht nachsichtig, solange sie keine Staatsgeheimnisse verraten haben. Möglicherweise werden sie nicht einmal repressiert. Stattdessen werden sie aktiv in der offiziellen Propaganda eingesetzt. Sie müssen Vorträge über die Härten des Lebens im Ausland halten, den kapitalistischen Lebensstil anprangern, Artikel schreiben und dergleichen. Südkoreaner hingegen wird der Führer wahrscheinlich zurückschicken, wenn sie für ihn keinen besonderen Wert haben. Kann man in Nordkorea alleine spazieren gehen? Ja, wenn man ein einheimischer, robuster Nordkoreaner ist. Wenn man jedoch aus einem anderen Land kommt, wird einem höchstwahrscheinlich ein persönlicher, unsichtbarer Begleiter zur Seite gestellt. Er wird einen überall hin begleiten, darauf achten, wohin man geht, mit wem man spricht und wofür man sich interessiert. Einsamkeit droht Touristen in diesem Land sicherlich nicht. DVRK. Was ist wahr und was ist falsch? Die Informationen über dieses faszinierende Land sind sehr spärlich, widersprüchlich und fast immer unbestätigt. Darüber hinaus gibt es die Meinung, dass westliche Medien eine Informationsverschwörung gegen die DVRK führen. Genauer gesagt, gegen die Führung dieses Landes. Die Dämonisierung des Landes aufgrund seiner Verschlossenheit und der Umstrittenheit seines Führers hat ungeahnte Ausmaße erreicht. Völlig unglaubliche Fake News über das Leben der Bürger der DVRK und die Sitten der nordkoreanischen Behörden beflügeln die Fantasie. Was wahr ist und was falsch, lässt sich kaum auseinanderhalten. Eines kann ich jedoch mit Sicherheit sagen: Ich würde dieses Land gerne besuchen. Und Sie? Würden Sie Kim Jong-un besuchen? Schreiben Sie in die Kommentare. Ich wünsche allen gute Laune und bis zum nächsten Video.